Kleinere Kinder haben mit diesem Bausatz wohl einige Probleme. Die Schrauben und Muttern M2 sind ziemlich klein und beim Einbau des Motors mit Getriebe wird wohl die Hilfe eines Erwachsenen nötig sein. Ich will Ihnen in diesem Video mal diesen Bausatz vorstellen. Gefunden habe ich diesen Selbstbausatz bei Banggood für ein paar Euro. Es wird ja auch nicht viel geliefert, immerhin eine kleine funktionierende Fernsteuerung mit 2 Richtungen, ein kleiner Motor mit Getriebe, eine Basisplatine und ein paar Schrauben und so weiter. Dem Bausatz liegt nur eine Beschreibung in der Schnörkelschrift bei, die ich nicht verstehe. Aber die Bilder sprechen für sich. Und damit will ich auch beginnen. In der Bauphase 1 werden die 4 Radlager, wenn man sie so nennen darf, auf der Lochplatine mit M2×8er Schrauben befestigt. Man sollte da unbedingt auf die richtige Position achten. Die erste Schraube wird im 4. Loch nach der Ecke befestigt. Ich habe die Schrauben ganz fest angezogen. Mir macht das Ganze im ersten Moment einen wenig stabilen Eindruck. In der Bauphase 2 werden dann die 4 Räder und Achsen befestigt. Dabei ist zu beachten, dass die 4 gelben Stopper zwischen die Räder und die Lager kommen. Beim Einbau der Räder und Stopper muss man schon etwas Gewalt anwenden. Sie sind sehr schwer aufzubringen, was aber natürlich wieder gut ist. Dann halten sie umso besser. In der gleichen Bauphase wird dann auch das große Getrieberad mit der Achse eingebaut. Da ist dann darauf zu achten, dass das Rad in der richtigen Rille läuft. Von unten geschaut ist es die dritte von links. Auch sollte das Zahnrad frei laufen und nicht am Rande schleifen. In der dritten Bauphase erhält der Motor das kleine Getrieberad und wird mit einer Schelle auf der Lochplatine befestigt. Ich habe ihn so angebracht, dass er genau über der Radachse läuft. Auf den Bauzeichnungen scheint er um eine Lochreihe nach hinten verschoben zu sein. Den Ein- und Ausschalter habe ich von unten montiert und mit einer Schraube befestigt.
Die Bauphase 4 wird dazu benutzt, den Rest der Bauteile aufzubauen. Das ist die Empfängerplatine, die Halterung für zwei 1,5 Volt Batterien und die Antenne. Die Platine, ein neueres Modell als auf der Zeichnung gezeigt, habe ich etwas anders als vorgeschlagen aufgebaut. Ich habe noch ein zweites Loch gebohrt und habe sie dann auf 5 mm hohe Abstandshalter gesetzt. Da musste ich natürlich auch die Befestigungsschrauben austauschen. Die gerade gebogene Antenne habe ich festgeschraubt und dann noch mit einem Kabelbinder abgesichert. Kabelbinder habe ich auch benutzt, um etwas Ordnung in den Drahtverhau zu bringen. Alles wird dann verlötet und es kann zur letzten Bauphase gehen. Nun kommt noch in der letzten Bauphase 5 der Aufbau des Fernsteuersenders. Dieser hat zwei Drucktasten, mit denen man die Richtung des Motors umkehren kann, also in meinem Fall vorwärts oder rückwärts. Nach dem Einlegen der zwei Batterien werden noch die Kabel angelötet und die Senderplatine zusammen mit der Antenne an das Gehäuse angeschraubt. Das funktioniert alles nach der Methode Versuch und Irrtum, bis ich endlich die Befestigungsschraube ausgetauscht habe. Ein kurzer Test und dann sollte meine Blanka, ein gerade frisch gescherter Bichon Frisé, sich um den kleinen Flitzer kümmern. Und wie sie das gemacht hat, sieht man nun im letzten Teil dieses Videos. Und das lasse ich einmal ohne Kommentar auf sie wirken.
Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Tschüss und Salü aus dem Saarland.